Willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema WinSLT. Mein Name ist Sebastian Hinmüller und ich werde Ihnen heute unser Produkt WinSLT vorstellen. In den nächsten 30 Minuten ungefähr. Wir werden uns zuerst die Themen auf einer PowerPoint im Allgemeinen ansehen und dann gehen wir in die Software rein und sehen uns zusammen die Punkte in der Software direkt anhand von Beispielen. Ich werde jetzt meine Kamera deaktivieren, damit Sie sich besser konzentrieren können auf den Vortrag. Also wie gesagt, worum geht es heute? Hier geht es um WinSLT. WinSLT ist eine Software der Firma Sommerinformatik und wir berechnen oder können berechnen mit der Software die Wärmedurchgangskoeffizienten, solare Strahlung und Lichttransmissionsgrade. Wofür steht WinSLT? WinSLT steht einfach für solare Lichttransmission. Wir schauen uns mal das Ganze näher an. Erstens ist dazu zu sagen, dass wir für WinSLT einen Validierungsbericht vorliegen haben vom IFT. Das heißt, die Berechnungsverfahren und die Berechnungen, die im WinSLT abgebildet werden, wurden vom IFT Rosenheim zertifiziert und validiert. Das heißt, bestätigt, dass die Berechnungen auch so in Ordnung sind. Welche Normen liegen hier zugrunde in WinSLT? Zum einen haben wir die EN 673, da geht es in der Regel um die Berechnung des UG-Wertes, wie hoch ist der Wärmedurchgangskoeffizient für das Fenster, und für die EN 410, das heißt, da werden die solaren Werte wie Transmission, Reflexion, Absorption berechnet, und für die EN ISO 52022 Teil 3, die verwenden wir in WinSLT vor allem für die Berechnung der Temperaturverteilungen beziehungsweise dann auch für die Lamellenberechnung und für die Verschattungen. WinSLT starten Sie in Sommer Global. Also WinSLT ist ein Teil von unserem Sommer Global, von der großen Produktpalette, wo Sie auch Teile wie Glas Global für die Statik haben oder auch WinTRS für den thermischen Stress. Der Aufruf erfolgt hier über die jeweiligen Button. Wenn wir uns mal das Programm näher ansehen, haben wir mal kurz zum Aufbau des Programms hier oben die Ergebnisse und die Projektdaten in der Übersicht. Auf der linken Seite hier in diesem grünen Bereich befinden sich die Stammdaten, die Spektraldaten, die mit dem WinSLT ausgeliefert werden und dann auch bei jedem Update aktualisiert und den entsprechenden Vorgaben der Hersteller angepasst werden. Diese Aktualisierungsläufe erfolgen so in der Regel im quartalsweisen Rhythmus, wobei wir hier unterscheiden zwischen den ausgelieferten Daten, die Sie hier in diesem Baum WinSLT finden. Später werde ich Ihnen das auch noch erklären. Da gibt es dann auch noch die benutzerdefinierten Daten. Sie haben natürlich auch dann die Möglichkeit, selber Daten zu importieren, Spektraldaten zu erstellen, Produkte, Aufbauten zu speichern, und diese benutzerdefinierten Aufbauten werden dann in einer zweiten Datenbank gespeichert, die natürlich bei einem Update unberührt bleibt. Das heißt, wir tauschen sozusagen nur die von den Herstellern vorgegebenen Spektraldaten aus und ihre benutzerdefinierten Daten bleiben davon unberührt. In diesem mittleren Bereich wird dann der Aufbau zusammengestellt aus den einzelnen Schichten, sprich aus den Basisgläsern, aus den Verbundschichten, natürlich auch Beschichtungen, Glasbeschichtungen und Scheibenzwischenräumen. Daraus erfolgt dann die Berechnung, und wir haben auf der rechten Seite in diesem Editorfenster noch eine Detailansicht, wo wir zum einen die Positionen, die in dem Editor gerade bearbeitet werden, anzeigen und jeweils darunter den Schichtaufbau und einzelne oder detaillierte Informationen dann zu den einzelnen Schichten hier mit angezeigt. Hier nochmal kurz
was ich vorher schon erwähnte, der Unterschied zwischen den ausgelieferten Spektraldaten, also WinSLT-Daten und den benutzerdefinierten Daten. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Materialdatenbanken, zwei Bäume. Und die benutzerdefinierten Daten sieht man hier auch, das sind alles Spektraldaten, die der Benutzer, die Sie selber importieren können über eine Schnittstelle, die Sie dann auch selber speichern oder auch in diesem Baum selber verwalten können. Grundsätzlich hier auch nochmal eine Übersicht, welche Spezialfunktionen gibt es denn noch im WinSLT, hier kurz mal erwähnt, was noch alles möglich ist hier an der Stelle. Natürlich die ganz normale Datenverwaltung, Bearbeiten der Daten, kopieren, löschen, speichern, klar. Dann über eine festgelegte Schnittstelle, da gibt es fest definierte Musterfiles, auch entsprechende Anleitungen im Handbuch, können Sie selber Spektraldaten importieren, wenn Sie von irgendwelchen Herstellern oder auch selber Spektraldaten haben, die Sie dann in diesem Format importieren können. Dann gibt es einen Gasmischer, mit dem Sie beliebige Gasarten in einem bestimmten Anteilen gegeneinander mischen können, um da auch Scheibenzwischenräume festzulegen. Eine Berechnung für Vakuum, das heißt, Sie können auch Vakuumgläser berechnen statt dem SZR. Randbedingungen definieren, also beliebige Randbedingungen mit Außentemperaturen und Strahlungsstärken. Lamellen erzeugen, also sie generieren aus Flächenmaterialien, die auch in der Datenbank hinterlegt sind, beliebige Lamellen mit Abständen, Neigungen. Da werde ich dann auch mit Ihnen zusammen noch ein Beispiel machen in dem praktischen Teil. Siebdruckglas, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, aus einem zu 100% bedruckten und einem unbedruckten Glas sozusagen diese Bedruckungsanteile zu setzen und daraus sich eine neue Spektraldatensatz zu generieren, mit dem Sie dann auch ein Siebdruckglas hier im WinSLT berechnen können. Ansonsten alles andere ist Bearbeitung, Ordnerstruktur. Das ist eigentlich, denke ich mal, soweit klar. Zu den Ergebnissen. Wir bekommen für WinSLT ein Ergebnisblatt, wo alle Ergebnisse dann nach der Berechnung hiermit aufgeführt sind. Zum einen eine Übersicht über den tatsächlich verwendeten Schichtaufbau und dann nach den jeweiligen Normen gegliedert auch die Ergebnisse für Transmission, Reflexion, natürlich aber auch hier die UG-Werte und die wichtigsten Werte hier auch nochmal umrandet. Natürlich auch der GTOT-Wert, mit dem man hier auch die Gesamtenergiedurchlassgrad sehen kann. Dann als zweite Möglichkeit haben Sie, gerade für Hersteller ist es interessant, eine Leistungserklärung für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Isolierglasscheibe oder auch für ein bestimmtes beschichtetes Glas zu erstellen. Da gibt es auch dann noch einige Einstellungen, wo Sie dann Layout oder auch dann Unterschriften und so weiter hier entsprechend ergänzen können. CE-Kennzeichnung auch im Zuge dann der Leistungserklärung, die Möglichkeit hier auch CE-Kennzeichen zu einem bestimmten Produkt zu erstellen als PDF und das dann hier entsprechend mit auszugeben. Ganz wichtig auch in diesem Zuge in der Produktfamilie Sommer Global, auch die Schnittstellen der einzelnen Programmteile untereinander. Das heißt, wenn wir jetzt eine Berechnung durchführen in WinSLT, um uns die Strahlungsergebnisse zu ermitteln, haben wir natürlich auch dann die Möglichkeit, diesen Glasaufbau 1:1 in das Glas Global mit zu übernehmen, um hier eine statische Berechnung durchzuführen, beziehungsweise diesen Glasaufbau dann in WinTRS zu übernehmen, um hier eine Berechnung oder eine Abschätzung des Bruchrisikos für den thermischen Stress durchzuführen. Gut, dann legen wir auch schon los mit unseren Beispielen, um Ihnen da nochmal das WinSLT etwas näher zu bringen. Wir gehen oder starten das WinSLT hier vielleicht auch nochmal als Hinweis. Es gibt auch noch ein WinSLT ASHRAE. Wir bewegen uns jetzt heute in dem Bereich der europäischen Normen. ASHRAE wäre dann
dieselbe Berechnung, nur halt nach amerikanischen Normen, nach US-amerikanischen Normen, nach der NRFC und der ISO 15099. Natürlich haben Sie auch da eine Schnittstelle und können jederzeit in diesen Bereich wechseln mit Ihrem Aufbau, den Sie vielleicht nach europäischer Norm gerechnet haben. Also wir starten als erstes mal den Editor für das WinSLT. Wir geben hier oben mal eine Bezeichnung für unsere erste Position ein. Wir machen mal eine Dreifach-Verglasung, Dreifach-ISO-Verglasung und das Ganze machen wir erstmal ohne eine Beschichtung. So, wichtig dabei, hier auch nochmal zu definieren, eventuell die Systemhöhe, wie hoch ist die Glasscheibe. Das spielt dann später oder spielt eigentlich nur eine Rolle für Berechnungen, wo die Übertragung über Konvektion stattfindet. Das heißt in der Regel für Scheibenzwischenräume, weil je höher die Systemhöhe ist, desto anders verhält sich sozusagen die Übertragung über die Konvektion. Hier auch nochmal dieser Aufbau oder diese Trennung in den Spektraldaten für WinSLT, also sprich für die Daten, die wir ausliefern mit der Software und hier die benutzerdefinierten Daten. Also wir wollen jetzt zuerst eine Dreifach-Isolierverglasung zusammenstellen. Das heißt, wir haben hier als erstes mal eine Basisglas. Das heißt, ich habe hier unter diesen einzelnen Rubriken Basisglas, Beschichtung und so weiter meine Produkte hinterlegt. Wir wollen mal von AGC Interpaint ein Plani Clearlight nehmen. Das heißt, ich kann das hier mit Doppelklick auswählen oder nochmal mit Doppelklick. Wir wollen hier eine VSG-Scheibe machen. Heißt, um diese beiden Scheiben miteinander zu verbinden, benötigen wir eine Verbundschicht. Verbundschichten finden wir unter einer gesonderten Rubrik, hier unter Verbundschicht. Da nehme ich jetzt einfach mal das Standard PVB. Kann man dann hier reinschieben zwischen den beiden Gläsern und mit Doppelklick gibt es dann auch die Möglichkeit, hier die Dicken zu ändern. Dasselbe dann mit Enter bestätigen. Dasselbe haben wir natürlich auch als Möglichkeit für ein Basisglas. Das heißt, ich kann auch hier mit Doppelklick beliebig die Dicken ändern. Wir setzen das Ganze nochmal zurück auf die 4 mm. Als nächstes käme dann ein SZR. Wir würden hier mal ein Argon nehmen, 90%. Also wenn wir hier mal unter die Rubrik Gas-Zwischenraum gehen, gibt es hier ein Argon 90%. Das kann ich hier entweder mit Drag and Drop hier in die Mitte ziehen oder auch mit Doppelklick übernehmen. Und als Mittelscheibe wollen wir nochmal ein Planibel Clearlight nehmen. Sie haben natürlich jetzt die Möglichkeit, nochmal aus Basisglas das Ganze auszuwählen. Kann ich hier natürlich machen mit Planibel Clearlight. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, mit Copy-Paste auch einzelne Schichten zu kopieren. Das heißt, ich kann hier mit rechter Maustaste, ich brauche hier einen zweiten SZR, rechte Maustaste hier sagen Kopieren. Natürlich auch die Kürzel für Steuerung C und Steuerung V möglich. Kopieren und hier wieder mit Steuerung V oder rechte Maustaste einfügen, würde es genauso funktionieren. Dann haben wir den hier eingefügt, wir schieben den hier nach hinten. Und dann wollen wir noch an der Stelle die abschließende VSG-Scheibe auf der Innenseite machen, auch wieder aus 2x4 mm und PVB 0,76. Das heißt, ich kann natürlich jetzt hier auch die Glasscheibe einfügen, kopieren, nochmal einfügen, Steuerung V und hier wieder mit rechte Maustaste kopieren und hier auch wieder einfügen und an die richtige Stelle schieben. Somit hätten wir jetzt unser System, unsere Dreifachverglasung an der Stelle aufgebaut. Wir schauen uns mal das Ergebnis an. Wir gehen hier oben auf Rechnen und können uns hier in der Übersicht schon mal die Ergebnisse ansehen. Dann sieht man natürlich hier, der UG-Wert ist natürlich hier relativ schlecht. Klar, wir haben noch keine Beschichtung eingeführt. Wenn man mal auf die Ergebnisse geht, hier auch, wie gesagt, die Gesamtübersicht des Aufbaus nochmal dargestellt. Natürlich auch der Temperaturverlauf entsprechend den Standardrandbedingungen, die wir eingestellt haben. Die Transmissionsgrade, also wir haben hier die Transmission für den UV-Bereich, für den Lichttransmissionsbereich und natürlich auch für den solaren
Strahlung, also sichtbares Licht und solare Strahlung. Und hier natürlich die Reflexionsgrade. Das Strich bedeutet immer R pro Strich bedeutet immer Rückseite und ohne Strich bedeutet immer die Vorderseite bei der Reflexion. Die Absorptionsgrade für die einzelnen Glasscheiben, also Glasscheibe 1, 2, 3, Außenscheibe, Mittelscheibe, Innenscheibe und natürlich auch die Ergebnisse für den UG-Wert, für die G-TOT-Werte, die hier auch entsprechend den G-Wert, der Gesamtenergiedurchlassgrad, der hier berechnet wird. Vielleicht mal, warum ist hier der Gesamtenergiedurchlassgrad zweimal da? Das liegt einfach daran, dass wir zum einen den Energiedurchlassgrad nach der EN 410 berechnen und zum zweiten dann auch nochmal nach der EN ISO 52022. Gut. Wir gehen jetzt weiter mit dem nächsten Beispiel. Das heißt, wir speichern das Ganze hier oben ab. Damit ist jetzt unsere erste Position gespeichert und jetzt wollen wir die Beschichtungen einführen. Wir wollen jetzt einfach mal sehen, wie wirkt sich das Ganze aus, wenn wir jetzt nicht unbeschichtete Gläser nehmen, sondern wir nehmen einfach mal eine Wärmeschutzbeschichtung auf der Position 2 und auf der Position 5. Heißt, wir nehmen unser Projekt, das wir gerade jetzt gerechnet haben, ohne Beschichtungen. Hier gibt es die Möglichkeit, Beschichtungen oder eine Position zu kopieren. Das heißt, hier gibt es einen Button, der heißt hier aktuelle Position kopieren. Wir kopieren die Position, haben die ursprüngliche Ausgangsposition nochmal als Position 2 hier vervielfältigt und nennen das Ganze jetzt hier mit Beschichtung. So. Wir wollen eine Beschichtung I plus 1,0 verwenden. Natürlich haben wir jetzt auch wieder die Möglichkeit, hier aus dem Beschichtungsbaum unter Beschichtungen hier in diesem Tree die Beschichtung auszuwählen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, sich diese Materialien, die zur Verfügung stehen, auch über diese Suche zu filtern. Diese Suche geht nicht nur auf den Baum WinSLT, also den ausgelieferten Spektraldaten, sondern auch auf Ihre Spektraldaten, die Sie vielleicht selber mal an der Stelle importiert haben. Wir wollen jetzt hier eine Beschichtung einführen, I+. So, und wenn wir hier mal nichts eingeben weiter, schlägt uns das System schon einige Beschichtungen vor. Wir wollen jetzt diese I plus 1,0 nehmen. Man kann auch natürlich hergehen und kann sagen, okay, ich will jetzt diese Beschichtung nochmal im Tree anzeigen. Das heißt, ich kann hier auf G zugehen über diesen Button hier und bekomme hier auch nochmal die Anzeige von dieser Schicht I plus 1,0, damit man vielleicht auch sieht, wo ist denn die im Baum einsortiert. So, wir gehen jetzt her und schieben uns wieder Drag and Drop wieder die Beschichtung an die richtige Stelle. Hier gibt es bei Beschichtungen oft von den Herstellern die Vorgabe, dass sie bestimmte Kombinationsvorschriften beachten müssen. Also bestimmte Beschichtungen gehen nur auf bestimmten Gläsern. Da hätte man hier gleich die Möglichkeit, auch gleich das Glas zu tauschen. Wir wollen jetzt nur die Beschichtung einfügen und dasselbe machen wir jetzt hier auch auf der Position 5. So, und somit wäre jetzt unser Projekt 2 mit den Beschichtungen fertig. Jetzt sieht man schon ganz deutlich, der UG-Wert vorher von 1,6 reduziert sich jetzt natürlich deutlich auf 0,5. Das heißt, wenn wir uns hier nochmal das Ergebnis ansehen, haben wir jetzt hier bis auf den Unterschied, dass wir jetzt hier diese Beschichtungen auf Position 2 und 5 eingegeben haben, keine Veränderung zum vorherigen System. Natürlich hat sich hier deutlich was getan, gerade im Bereich des UG-Wertes, natürlich auch dann in dem Wert GTOT. So, als nächstes wollen wir dieses System mit einem außenliegenden Sonnenschutz versehen. Das heißt, ich kopiere mein System ein drittes Mal mit den Beschichtungen und wir nennen das Ganze jetzt dreifach mit außenliegendem Sonnenschutz. So. Was wollen wir für einen außenliegenden Sonnenschutz einfügen? Wir wollen eine
ein Flächenmaterial einfügen. Das heißt, Flächenmaterialien finden wir hier unten. Was sind Flächenmaterialien? Flächenmaterialien sind in der Regel Gewebe, Stoffe, die als Sonnenschutz dienen, die aber auch natürlich als ja, Lamellenmaterial oder Markisenstoffe dienen. Wir haben hier auch unterschiedliche Hersteller mit dabei. Wir wollen hier an der Stelle mal einen Stoff nehmen. Ich kann das natürlich jetzt hier wieder auswählen über diese Suche, Markise außen. Das wäre eben der, was ich jetzt nehmen will, wäre mein Anthrazitstoff hier. Oder natürlich, wenn man diese Nummern kennt, kann man das Ganze auch hier oben eintragen. Das wäre jetzt hier die 92047. Das heißt, hier finden wir natürlich dann auch diesen Stoff. Wir ziehen uns das Ganze in das System hinein und wollen das als außenliegenden Sonnenschutz hier haben. An der Stelle bekommen wir jetzt zusätzlich zu unserem Flächenmaterial automatisch von dem System noch einen Zwischenraum vorgeschlagen. Wir brauchen ja sozusagen noch eine Luftschicht zwischen dem Flächenmaterial und dem eigentlichen Glas. Ansonsten kann die Berechnung nicht durchgeführt werden. Und wenn man sich jetzt hier diesen Zwischenraum ansieht, hier haben wir auch nochmal, kann man ein bisschen größer machen hier auf der Seite, Luft belüftet. Hier handelt es sich um Luft belüftet mit 5 mm Dicke. Mit Doppelklick kann man natürlich hier auch den Abstand ändern. Wir setzen das Ganze mal hier auf vielleicht 60 mm. Und die Pfeile, die hier angedeutet sind, zeigen Ihnen, wie hier eine Belüftung oder welche Belüftung hier stattfindet. Mit der rechten Maustaste auf den Zwischenraum haben Sie die Möglichkeit, diesen Belüftungsgrad zu ändern. Wir haben hier entweder die Möglichkeit, eine freie Belüftung einzutragen. Wenn Sie eine freie Belüftung eintragen, gibt es eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten, der Richtungen zu definieren, woher strömt die Luft, die kommt von innen, geht nach außen, kommt von außen, geht nach außen. Also in unserem Fall, der Standardfall, haben wir Außenluft strömt unten ein und Außenluft strömt auch oben wieder aus. Das können Sie alles hier über diese Richtungen einstellen. Vielleicht kurz nochmal zu der mechanischen Belüftung. Hier gibt es dann die Möglichkeit, über einen Volumenstrom eine mechanische Belüftung zu definieren und entsprechend dann auch wieder außen oder innen entsprechend hier mit einzutragen. Wir bleiben jetzt mal bei der Belüftung frei, außen, über diese Belüftungsgrade. Gibt es dann noch die Möglichkeit zu sagen, okay, habe ich oben oder unten eventuell noch einen Anteil von Fläche, der mir, ja, sage ich jetzt mal, den Volumen oder den Belüftungsstrom etwas abmindert oder unterbricht. Das können Sie alles hier theoretisch dann über diese Werte hier eintragen. Da gehe ich jetzt aber nicht näher darauf ein, das würde hier zu weit führen. So, also wir belassen das Ganze jetzt bei Belüftung außen und wir wollen das Ganze jetzt hier berechnen an der Stelle und bekommen jetzt hier entsprechend die Berechnung durchgeführt. Natürlich, wenn wir jetzt hier in diesem Scheibenzwischenraum haben wir natürlich eine deutliche Abfall der Temperatur, weil wir hier eben Außenluft haben, die hier mit rein belüftet. Wir schauen uns mal das Ergebnis mit an. Hier bekommen wir an der Stelle die Ergebnisse. Der UG-Wert kann natürlich jetzt hier nicht mehr gerechnet werden, weil für beschattete Systeme gibt es keinen UG-Wert, aber Sie haben die Berechnung der GTOT-Werte zum Beispiel und dann natürlich an der Stelle auch die Möglichkeit, den FC-Wert zu bestimmen. Heißt, beim FC-Wert wird ja immer das Verhältnis gesetzt zwischen den GTOT und den G-Werten von dem unbeschatteten und dem beschatteten System. In WinSLT gibt es die Möglichkeit, eben diesen FC-Wert automatisch zu ermitteln. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen FC-Wert rechnen will, macht das System Folgendes. Im Hintergrund wird sozusagen die Berechnung durchgeführt, einmal ohne Sonnenschutz und einmal mit Sonnenschutz und diese beiden G-Werte werden dann in das Verhältnis gesetzt. Gut, als nächstes Beispiel wollte ich Ihnen noch eine Lamellenberechnung zeigen. Wie kann ich denn im WinSLT eine Lamelle einfügen? Dazu machen wir Folgendes. Wir speichern unser System nochmal ab und nehmen unser ursprüngliches System mit den Beschichtungen, kopieren das Ganze nochmal
und nennen das Ganze jetzt mit, ja, ich benenne es mal Lamelle innen, so an der Stelle. Und wir wollen uns jetzt eine Lamelle einfügen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf diese benutzerdefinierten Daten. Hier haben wir, wie ich Ihnen das in der PowerPoint vorher schon gezeigt habe, diese ganzen Funktionalitäten, mit denen man dann auch zum Beispiel diese Lamelle erzeugen kann. Wie funktioniert das Ganze? Ich erzeuge zuerst diese Lamelle. Wir wollen die hier unter diesen Punkt Lamelle einfügen. Heißt, wir markieren Lamelle. Ich gehe hier auf Lamelle erzeugen und jetzt müssen wir ein Flächenmaterial wählen. Das heißt, welches Flächenmaterial oder aus welchem Flächenmaterial wollen wir die Lamelle erzeugen? Wir nehmen hier einmal eine Lamelle von Hella mit einer bestimmten RAL-Nummer. Das heißt, Sie können auch das über diese Nummern eintragen, die 5014 zum Beispiel. Das wäre jetzt hier ein Taubenblau. Das übernehmen wir jetzt einfach mal. Und in diesen Lamellengeometrie geben Sie einfach an, welche Lamellenbreiten haben wir, Achsabstände und so weiter, die Neigungen. Entsprechend hier werden dann auch diese Neigungen berechnet und auch ermittelt. Sie können natürlich mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln dann diese Lamelle verwenden. So, wir gehen hier mal auf OK. Damit haben wir hier diese Lamelle erzeugt. Die ist jetzt auch unter diesen Lamellentree eingesortiert und mit Drag and Drop können wir die jetzt wieder auf die rechte Seite ziehen. Wir bekommen hier auch wieder diese Scheiben, diesen Abstand, diesen Zwischenraum, den wir hier entsprechend dann auch wieder in der Dicke variieren können oder auch hier entsprechend dann mit den Belüftungsgrad, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, hier in dem Fall jetzt innen, das würde ich jetzt gerne mal belassen. Und dann kann man sich hier mit dem ganzen diesen GTOT-Wert wieder berechnen, natürlich auch wieder die Gesamtergebnisse jetzt für eine innenliegende Lamelle mit einem bestimmten ja, Achsabstand oder auch einem bestimmten Winkel. Natürlich kann man auch diese Lamelle dann im geschlossenen Zustand zum Beispiel variieren. Geht relativ einfach, indem ich hier auf die Lamelle klicke, rechte Maustaste und ich habe hier die Möglichkeit, diese Lamelle nochmal abzuändern. Zum Beispiel hier eine fast geschlossene Lamelle, also dieser Winkel Alpha zum Beispiel kann man maximal, also besser gesagt minimal auf 5 Grad setzen und somit hätten wir eine fast oder eine geschlossene Lamelle und können auch hier entsprechend dann nochmal diese Berechnung durchführen. Gut, wir speichern das Ganze nochmal ab. Vielleicht auch nochmal kurzer Hinweis zu den Ergebnissen. Was haben wir hier für Möglichkeiten mit den Ergebnissen? Sie können zum Beispiel auch diese Ergebnisse dann als PDF exportieren. Es gibt hier die Möglichkeit über Export PDF diese Ergebnisdarstellung auch als PDF zu speichern. Das können wir hier mal einfach machen. Und wir erhalten dann eine PDF, die kann ich Ihnen mal hier zur Mitte schieben, eine PDF-Datei, mit der wir dann zum Beispiel eine E-Mail versenden können oder das entsprechend auch an den Kunden schicken können. So, vielleicht noch kurz abschließend dann noch der Hinweis zu den Schnittstellen, die wir noch haben oder die Funktionen, die hier noch zur Verfügung stehen. Hier an der Seite unter Benutzer definiert hatte ich Ihnen ja vorher kurz gezeigt, die Möglichkeit hier Import der Spektraldaten durchzuführen. Das heißt, wir können hier Basisgläser, Beschichtungen und so weiter anhand von vordefinierten Spektraldateien importieren, die einem entsprechenden Aufbau entsprechen müssen, damit hier dieser Import erfolgen kann. Der Gasmischer, vielleicht auch noch mal kurz erklärt, gibt die Möglichkeit, das Füllgas für den SZR in beliebigen Verhältnissen von Argon, Krypton, Xenon und SF6 zu mischen. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, das Ganze über Anteile oder auch über Prozente entsprechend zu mischen und sich selber hier Füllgase zu generieren. Randbedingungen können an der Stelle natürlich auch definiert werden. Sie können selber Randbedingungen definieren, wenn Sie außen
Innenlufttemperaturen, Strahlungstemperaturen definieren wollen, bestimmte Randbedingungen, bestimmte Temperaturverteilungen berechnen wollen, haben Sie hier die Möglichkeit, diese Randbedingungen zu rechnen und die dann auch in den benutzerdefinierten Baum für spätere Berechnungen abzulegen. Lamelle haben wir uns vorher schon kurz angesehen. Es gibt noch die Möglichkeit des Vakuums, das heißt, wir können hier auch statt einem SZR zwischen zwei Glasscheiben ein Vakuum definieren und entsprechend dann hier dieses Vakuum zum Beispiel hier einzufügen und das anstelle von SZR zu berechnen. Das ist auch eine Möglichkeit, die das System gibt. Und abschließend noch, dann sind wir mit diesen Funktionalitäten auch schon durch, die Möglichkeit kurz erklärt, diese Darstellung des Siebdruckglases, indem wir quasi einmal ein unbedrucktes Glas haben. Hier benötigen wir natürlich die Spektraldaten. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze dann ein Glas zu verwenden, das Sie aus der Datenbank verwenden. Für das bedruckte Glas benötigen wir einen Import von Spektraldaten für die gesamte Bedruckung und anhand dieser Flächenverhältnisse wird dann ein neues Glas oder ein neuer Spektraldatensatz ermittelt, der mir anhand von bedruckt zu unbedruckt entsprechend diese Berechnungen durchführt. Gut, abschließend dann noch, wenn wir aus dem System rausgehen, wir nehmen mal hier nochmal unser System mit den Beschichtungen, wir gehen hier auf Speichern, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, natürlich auch in andere Produkte zu wechseln. Heißt, wir können zum Beispiel in Glas Global Standard unser Produkt, das wir gerade erstellt haben, auch gleich einer Berechnung zuführen und hier sofort einen Nachweis der Statik führen. Vorausgesetzt, wir müssen noch entsprechende Daten wie Lasten und Klimalasten, Streckenlasten und so weiter ergänzen. Aber grundsätzlich übernimmt er hier das Ganze in das andere System. Genauso gilt es auch für Windows ST ASHRAE. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, das Ganze jetzt nach amerikanischer Norm zu rechnen und entsprechend hier die Ergebnisse mir anzusehen und bekomme natürlich hier etwas andere Werte, auch entsprechend den anderen Normen, die hier nach US-amerikanischer Vorgabe gelten. Dann bin ich auch am Ende meiner Ausführungen. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen aus dem Webinar. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder an unseren Webinaren teilnehmen. Ich darf Ihnen dann an der Stelle noch einen schönen Tag wünschen und ein schönes Wochenende. Danke und auf Wiedersehen.